Wartet, ich hab's gleich. Wartet, ich hab's gleich, liebe Zocker und YouTuber. Moment. So. Ich sehe was. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Ja, das sieht auch gut aus. Ich höre was. Und meine Hände sind auch da. Ich hab alles. Wunderbar. Willkommen zurück zu was eigentlich? Naja, der ein oder andere mag es erkennen. Zu einem VR-Titel. Jawohl, ich habe das VR-Set mit der Oculus Rift wieder ausgekramt. Und zwar, ja, warum habe ich das gemacht? Die Oculus Rift hat ja schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel und das sind ja eigentlich modernere Systeme draußen, aber für mich funktioniert sie immer noch, hin und wieder verwende ich sie. Und ich habe jetzt als Anlass genommen, sie nochmal rauszukramen, weil Lone Echo und das da in der Mitte, das soll eine 2 sein. Könnt ihr euch noch an Lone Echo erinnern, diesen genialen Sci-Fi-Titel? Wo man in einem Asteroidengürtel eigentlich nach Erz geschürft hat und dann sind Außerirdische aufgetaucht und guckt euch einfach den alten Lone Echo-Titel nochmal an. Ich würde sagen, wir gucken uns Lone Echo 2 an und ich hoffe natürlich, obwohl einige Kritik negativ war, ich hoffe natürlich, dass die Story und das Gameplay genauso genial sind wie Lone Echo 1. Es soll einige Bugs geben. Und der Support vom Spiel, naja, wir gucken mal. Ich hoffe, es geht ohne Probleme ab. Wir fangen natürlich an. Untertitel sind eingeschaltet. Sound muss ich mal gucken, ob der Sound okay ist. Wenn nicht, muss ich den eventuell etwas leiser oder lauter drehen. Aber wir probieren es erstmal so aus. So, was wollen wir? Wir wollen natürlich stufenlos uns bewegen. Jawohl. Ja, Warning, dann wird man seekrank. Aber ich glaube, ich krieg's trotzdem hin. So, Start. Muss mal die Rift noch ein bisschen zurechtdrücken. So, jetzt bin ich gespannt. Memory, Fragmentation Detected, Rekonstruktion, System Failure, Discovery Mode, Timelapse. Morning, sunshine. And how are we feeling today? You are the only person who calls me Jack. Is that your way of saying you're going to miss me? I have a visual on the anomaly. It seems to be growing more unstable. My God! Incoming, Jack! Olivia, everything is going to be fine. Are you injured? What the hell is this? I'm called Apollo. I mean you no harm. Ready to execute FTL job. Here we go! Ja. Where are we? Da habt ihr noch mal ganz kurz die gesamte Story in, ich würde sagen, 10 Sekunden zusammengefasst gekriegt. Wie gesagt, einfach noch mal nachgucken, wie die Story war. Talk to me, Juno. His digital cortex is showing minimal synapse activity. Jack? I think he can hear me. I wish you had told me sooner that you were trying to repair him. I might have been more of a help. Just keep the connection stable. Okay. Wir haben ja nicht etwa einen Menschen gespielt in Teil 1, sondern den Roboter, der dann der eigentliche Held war. Und ich hoffe, den spielen wir natürlich wieder. Es schien fast so, als würden sie uns zusammenbauen. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen leise, der Game-Sound. Den werde ich gleich nochmal ein bisschen lauter machen. There, you see? Ha! Now here's Ha! a sight for sore eyes. Ich kenne dich! Good morning, sunshine. Hi! Mir geht's How top. are we feeling? I don't know, Captain. Oh, do you know? The unit appears disoriented. Yeah, time traveling 400 years into the future will do that to you. Are you certain he's fully functional? Mir geht's Oh, blendend. Jack, tell her you're alright. Wie mache ich das? Ich soll ihr... Moment, bevor ich das mache, mache ich mal den Spielsound ein bisschen leid. Ja, gleich. Right. Okay. I can fix this. Moment. Juno, see if you can pull up Jack's calibration program. I should be able to repurpose his existing calibration modules to suit our current needs. It's alright, Jack. Just need to put you through your paces a bit. Sit tight. I'll be here when you get back. Ein Kritikpunkt war, dass das Spiel auf Englisch war, also keine deutsche Lokalisierung mehr hatte. Aber ich denke mal, damit können wir klarkommen. Ne? Jetzt werden wir erstmal Manual dexterity. unter Diagnose gestellt. Jetzt sollen wir erstmal ein bisschen was machen hier. Jetzt kommt also quasi das Bewegungstutorial. Greetings. We have not yet been formally introduced. I'm Juno, a multifunctional, fully transient artificial intelligence. I have been assigned as your caretaker. Seeing as how your previous AI adjutant is unavailable, I will guide you through these calibrations. Ja, ich höre First, zu. raise your Ja, hand ich to höre form zu. a fist.
Was? Ich soll eine Faust ballen. So, eine Now Faust. extend your index finger. So, kann ich Good. auch? Mein To proceed, Zeigefinger. use your index finger to press the hollow button in front of you. Da, ich soll einen Knopf drücken. Klick. Reach out and grab the disc. Hab ich. When you are ready, throw the disc through the goal. Hui. Treffer. Naja, Calibration fast. module complete. Please stand by. Oh, ich liebe es. Wir sind wieder in Lone Echo. Ich hoffe, es wird wirklich genauso genial wie der erste Teil. Basic motor functions. Ja, ja. Ah, jetzt kommt die Fortbewegung. Die war ziemlich genial. You can grip and pull to move around your environment. Ja. This labor unit will guide you through the module. Please follow it through the module. Ich kann gerade nicht pullen. Was soll ich machen? Achso, ich soll mich abstoßen. Hui. Ah, ja, genau. Genau so ging das. Man konnte sich so wie so ein Äffchen und dann abstoßen. Hui. Zack. Ah, ich hab's wieder Take your drin. time and follow the guide. Nimm die Füße aus meinem There's no Gesicht. need to rush. Auch wenn du nur ein Hologramm bist. So. Darüber. Ah. Und darüber. Genau, wir sind ja in Schwerelosigkeit. Now carefully pull yourself forward and release. Und das Geile ist, To the guckt exit. mal an uns herunter. Wir haben einen Körper. Den wir natürlich nicht bewegen können, aber wir haben einen Körper. Moment, Finish. Hui! Bin durch! Calibration module complete. Please stand by. Alles klar. Okay, ich bin schon wieder drin. Es ist Jahre her, dass ich Lone Echo 1 gespielt habe, aber ich bin schon wieder Module drin. M205. Maneuvering thrusters. Genau, jetzt kommen die Manöver-Thruster. Ist ganz gut, dass wir das auch nochmal lernen. Your hands are equipped with maneuvering thrusters, allowing you to move without grabbing objects. Ja? Wie funktionieren die Activate your Düsen? left thruster. Activate your right thruster. Okay, Düsen funktionieren. Good. Now use your thrusters to reach the door ahead. Remember to aim your wrist in the direction you want to move before you engage your thruster. Jetzt geht's los. The thrusters can be used in short bursts or held down for continuous usage. Press the hollow button near the door to proceed. Blip. Now fly to the other end of the tunnel using only your thrusters. Okay. Be careful not to touch any surfaces as you move through the tunnel. Okay, ich darf nichts berühren. Muss mit den Thrustern arbeiten. Ich weiß nicht. Ich hoffe, die Kollisionsabfrage ist... Wo fliegen jetzt lang? Oben lang oder unten lang? Oben lang, ne? Ja, ja, ja. Vorsicht, meine Beine Thruster hängen calibration at 50%. ja noch an... Remember, you can move faster by pointing both your wrists in the direction you want to go. Ja, ja. And then engaging both thrusters. Ich habe alles unter Kontrolle. So. Ich würde sagen, wie ein Profi. Juhu! Calibration module complete. Disco. Please stand by. Was war das? Achso, das war eine Linie. Ah! Ich hab's geliebt und ich lieb sie wieder. Module C111. Communications. So. Was jetzt? We will now calibrate your communication system. Das ging When mit den someone Armen speaks to irgendwie, you, ne? A reply notification may appear above your wrist. Ja. You may then respond by holding down the dialogue button on either hand Okay. and selecting a reply with your index finger. Habe ich verstanden, glaube ich. Hold down the dialogue button now. Welcher ist das? Der untere. Input confirmed. Now, continue holding down the dialogue button Mach and ich. use your finger to select a reply. Like this. Correct. Ha! Vocal selection confirmed. Often you will have a limited time to reply. In these cases, silence is also a valid option. Do you understand? Acknowledged. I am ready to proceed. Understood. Continuing calibration. You can also initiate conversations at points of interest throughout your environment. If you look at certain people or objects while you are close to them, their name will appear. Additionally, if they are suitable for dialogue, their name will appear in blue and feature a speech bubble icon. You may then hold down the dialogue button and select an option, just like a reply. Alles klar, kriegen wir hin. Ich soll jetzt wahrscheinlich mit dem When quatschen you're da, ready, ne? speak about the Fury transport model in this room and start a conversation with the labor unit. Okay, jetzt muss ich aber erstmal... Genau, ich muss mit ihm quatschen.
Und irgendwie gab es auch so einen Anhalteknopf. Warte mal, ich halte einfach hier an dem. So, ich soll mit dir quatschen. Warte mal, wie soll das gehen? Labor Unit, what is your primary directive? Error code 13. Er ist kaputt. Oh, my apologies. It would appear that not all of your calibration program has been recovered. One moment. My directive is to perform labor aboard the Kronos 2 orbital mining platform. That was not the primary directive of labor units aboard the Kronos 2. Oh, Their directive was to assure the safety and well-being of Kronos 2 station personnel. I see. As the caretaker for you and the captain, that is quite similar to my own set of directives. In any case, conversation complete. Was soll ich jetzt machen? Mir ist ein bisschen unklar, was ich jetzt machen soll. Dialogoption, so? Nee? Nein? Entschuldigung. Was soll ich denn jetzt machen? Was von mir erwartet? Warte mal, was ist das? Ach, da, warte mal. Soll ich damit reden? Moment. Ich stoße mich mal kurz an dir ab, ja? So. Mit dem Ding? A Mark I Fury transport. Ja, scheinbar. 1/48th scale. Indeed. Though no longer in production, my understanding is these vessels remained in service for quite some time. I imagine you and Captain Rhodes use them frequently in your service aboard the Kronos 2? We did, yes. I see. I believe with that, your communication system is fully calibrated. Are you ready to leave the module? Absolut. I am ready to proceed. Acknowledged. Please stand by. Okay, damit haben wir... Huch, jetzt schaltet sie mich einfach ab. Also die Simulation. Ja, cool. There we are. Da ist sie wieder. Wie hieß sie denn noch gleich? Working order. I'd say it's high time we got you out of there. Liv, genau. I'm not sure I'm comfortable letting a half-tested android loose in the habitat. Sie war ja mein Boss quasi. Wir waren alleine, also sie und ich waren alleine auf dieser Bohrstation und müssten jetzt eigentlich in der Zukunft sein. What was that? Just a minor fluctuation in the power grid. Not to worry. That's the 4th time just this morning. I assure you, Captain. Du it's bist so nothing to be knuddelig. concerned about. I'll be right back. Guten Tag, And ich there she bin goes. dein Roboter. Come on, let's get you out of that contraption. There we are. Oh, endlich lässt sie mich frei. Okay. Try and take it slow. You've been offline for nearly 4 months. 4 Monate war ich offline. Oh, okay, steady on. Everything all right? Ist alles super. Working perfectly. Everything seems to be in working order. You could try to sound a little less surprised. Oh, no. I'm sorry, I didn't mean It's all to. right, Jack. Bäh. Giving you a hard time. Haven't had the chance in a while. Okay, so physically you seem to be in order. But I know you've probably got a few questions. Ich kann I could fliegen. do with some catching up, yes. You bet. Ask me whatever you like. Or, if you'd rather, I can give you a quick tour of our new home. Whatever you want to do. Okay, was will ich denn? Ich will, use a moment. I could use a moment if that's all right. By all means, take all the time you need. Just give us a shout when you're ready to go. Okay, also, erzähl doch noch mal so ein bisschen von der Story. Die Story war halt folgende, dass wir halt diesen Unfall hatten, dann kam diese Anomalie, die uns dann mit Aliens, also Aliens haben uns angegriffen und die Anomalie hat uns in die Zukunft geschleudert, also in die Zukunft der Menschheit. Und da tobte wohl ein Krieg und ich habe ihr das Leben gerettet, x-mal, so als Roboter. Und naja, das waren halt so, was ist das? Hier kann ich mit dem Bein reden? Ich kann mit dem... Are these scorch marks a result of my breakdown? Let's say yes. Okay, Moment. I'm getting the impression there's more to this story. Well, I mean, while I was trying to fix you, I may have accidentally set you on fire. I beg your pardon? It only happened once. No. Wait. Twice.
But you're here now, so... Mal ganz locker, ich habe dir ein paar Mal das Leben gerettet, ja? Jack, also das ist mein Bein und das ist mein Oberkörper. Also ich wurde ein paar Mal ausgetauscht, weil ich bin in den Reaktor reingeklettert. Ach, das waren schon coole Sachen. Ach, guck mal, ich kann meinen Oberkörper auch hier. Hui. Guck mal, hast du eigentlich hier Ordnung gemacht? Hast du hier eigentlich Ordnung gemacht? Ja, ja. Ich gucke mich nur ganz kurz hier ein bisschen um, ja? Was haben wir hier? Hazard Warning. Okay, Workshop A, Workshop B. 52 Grad, 105 Grad. Das ist nicht so ganz so meins. Was ist das hier? Das ist bestimmt irgendwas Wichtiges. So. So. Okay, nochmal ein bisschen umgucken hier. Da ist, warte mal, da ist auch noch was zum Angrapschen. Oh, warte mal, da ist noch was zum Interagieren. Ach nee, das ist mein Arm. Jetzt kommt die Feuerwehr. Die brauchen wir nicht. Ach, das kann man nicht... Ah, schade. Ich wollte es auch in der Gegend rumschmeißen. Okay. Wahrscheinlich muss ich gleich schon wieder was reparieren. Ich mache das mal noch nicht auf. Ich weiß ja nicht, was dahinter ist. Nicht, dass die Gute mir stirbt hier. Ah, guck mal, das ist mein Kopf. Mein Alter. So sehe ich also aus. Darf ich mal kurz gucken? Halt! Warte mal. Ich will das haben. Es gab nämlich so Sammelobjekte. No arms, Jack angry. Alles klar. Warte mal. Kann da irgendwie draufdrücken? Nein. Na, weg damit. So, was haben wir da? Warte mal, was hab ich denn da gemacht? Hardware-Scan. Ah, okay. Mhm. Nee, da kann man auch nichts viel mitmachen. Nee, okay. Gut, da bin ich gerade rausgekommen. Gut, dann lassen wir uns mal eine Tour von ihr geben. Komm. Entschuldigung, ich muss... Ja, das ist keine Belästigung. Ich musste mich abbremsen. Guck nicht so. Ja, ja, ich weiß, genau da. Achso, das... Zeig mal, was hast denn du da? Yes, Jack? Ich will gucken, was du da hast, Mensch. Mach dich doch nicht so locker. Mensch! Bleib doch mal locker. So, What happened to me? Truth be told, I'm not sure. We were on the Estrella, still trying to wrap our heads around the fact we'd just, you know, time traveled, when you started crashing. One system at a time. I barely managed to save your core memory. Luckily, kept you alive long enough for me to work out how to fix you. Thank you. Thank you, Liv. Please. You saved my life how many times? The very least I could do is return the favor. Eben, ich habe dich nämlich hier mit Herz hier Adrenalin oder so, habe ich dich wieder zum Leben bewegt. Okay, zeig mir mal eine Tour. Thanks for waiting. Not a problem. Shall we? Yes, wo gehen wir hin? Nach dir. Ladies first. Perfect. Was denn? Da unten schweben... Soll das so sein? I swear sometimes it feels like this place is just a hair's breadth from falling to pieces. Huh. That usually works. Where exactly are we? We're on a space station orbiting Saturn. That sounds familiar. Well, not our old station, obviously. After we made our jump to the future, we were picked up off the Estrella and brought here and placed in isolation. Isolation? Juno says it's standard procedure. Okay, wir sind in Quarantäne genommen worden, nachdem wir in die Zukunft gekommen sind. Weil wir halt verseucht sein könnten von der Vergangenheit. Was ist da hinten? I wish I knew Oder more da? about this place. But Juno's not exactly been forthcoming with the details. Hey, maybe now that I've got you back, we can work on getting some answers. Ich gucke mich hier nur ein bisschen um. Also wir sind auf einer Raumstation, die immer noch um den Saturn kreist. Ihr habt es gehört. And here we have the luxury suite. Halt nur in der It's a Zukunft. far cry from my old room on the Kronos, but I think I've managed to spruce it up a bit. What do you think? Das ist ein ganz tolles, ist es hier. Well, I can certainly tell this is your room.
Because of all the Kronos 2 mementos. Because it's a mess. Wie sieht's hier aus? Guck dir das mal an. I've worked very hard to cultivate this mess. Hast du Juno toll let me gemacht. co-opt a few cargo drones to dig through what's left of the Kronos. The Kronos 2 is still out there. I mean, I can't be sure, but yeah. I think there are at least 1 or 2 sections that managed to stay in orbit after all these years. Ah, Plus, there was cool. quite a bit of debris that got pulled into the future with us. And it's a good thing, too. Otherwise, I'd never have found all the parts I needed to fix you. Also während wir in Quarantäne waren, hat sie uns repariert. Also wir hatten offenbar so einen Knacks weg. Und sie nimmt an, dass noch einige Teile unserer alten Station im Orbit um Saturn sind. Obwohl, naja, wir sind halt in die Zukunft gereist und die sind da halt geblieben, die ganzen Jahrhunderte oder Jahrtausende. Ich weiß gar nicht, wie weit wir in die Zukunft gereist sind. Was müssen wir denn jetzt machen? Bin mir gar nicht sicher. Ich gehe mal da rein und guck mir das mal an, ja? Was hier so abgeht bei dir? I've got to say, I don't think I've ever been more relieved to see you. If there's anything more you want to know, just ask and I'll do my best to answer. Okay, sag mal, wie sieht es hier aus? Okay, ich gucke mich mal ganz kurz hier um, ja? Also das ist hier die Raumstation in der Zukunft, University of... Doctor of... Keine Ahnung, wer das ist. Ready to move on? Nein, gerade nicht. Just a moment. By all means. Ich will noch mal... Access... Halt! Was ist das? Your bulldog statue. Quite impressive it's survived all this time. Hey, we British are just stubborn that way. Can't keep us down. So I've noticed. Eine britische Bulldogge. Was ist das? Das kann man auch angucken. I gave this to you back on the Kronos. That was what? Our first week together? It was, yes. Cool. When I found it in the cargo bay, I thought it seemed like something a person of your geological expertise might appreciate. I'll admit, I never expected you to keep it as long as you have. Das sind die alten Erinnerungsstücke aus der Kronos. Die Kronos war ja die alte Station. I guess it just made me feel a little more at home. Nur ein bisschen umgucken und Unordnung machen. Wer ist das? Whoever was here before, they appear to have left without taking their belongings. Could be they had to leave them behind. Part of the isolation procedure. Naja, offenbar waren das die beiden hier, ne? Die hier so, was ist das denn? Eine Uhr. Okay, sie wohnt jetzt hier. Das heißt, im Moment sind wir eigentlich mehr oder weniger gestrandet in der Zukunft. Halt, warte mal, da ist noch ein Poster. This poster is from our time. Yeah. They had the same series posted all around my school at New Delphi. Someone here must have really been into vintage. Ich komme gleich, aber ich möchte mich hier noch umgucken. Mind your head, okay. Hier sind nämlich auch noch Sachen. Guck mal hier. Hier, willst du deinen Helm nicht mitnehmen? Ach, der ist damaged. Oh, hier können wir rausgucken. Sehen wir hier irgendwas? Nee, irgendwie sehen wir hier gar nichts. Sind wir in einem Asteroiden oder was? Wo sind wir? Der Helm, warte mal. What happened to your helmet? Ah, the locking ring was jammed. I couldn't get it off without breaking the assembly. Don't suppose it matters, really. It's not like we're going anywhere. Okay, ihr Helm funktioniert nicht. Sehr schön. Was ist das? Kennen wir das noch? Sagt mir jetzt nichts. So. Okay, ich denk, wir sind bereit. Wir haben ihre Unordnung gesehen. Halt, Moment, erstmal anhalten. So, wir haben ihre Unordnung gesehen. You've been here a while. I must admit, I'm a little surprised you've remained in isolation for this long. Well, I wasn't about to go anywhere without you, was I? I understand, but Oh, come off it, Jack. You've done the same for me. Ja, ich hätte natürlich dasselbe für die getan. Nur, what happened to me? you really don't know what happened to me. Not for certain. Though my current running theory is that your shell tried to self-destruct. Self-destruct? I'm thinking it was some sort of latent security protocol, meant to fry all your systems in case you ever got cut off from the Kronos 2's network. Atlas protecting their investment. I was not aware of any such protocol. Well, either way, reconstructing your shell seems to have removed that particular feature from your architecture. We've cut your strings, so to speak.
Okay, ich war im Selbstzerstörungsmodus, nachdem ich in die Zukunft gereist bin. Auch interessant. Mhm. Wie ist sie hierher gekommen? Naja, wir haben ja gesehen bei Lone Echo 1, wie sie hier angekommen ist. How exactly did we get here? Believe me, I've been asking that same question for months now. I meant, how did we get here? To this habitat? Oh, right. Well, do you remember the rescue shuttle? Ja, noch nicht wirklich. Not really, no. Well, that's all right. Bound to be a few gaps in your memory archive. Basically, we were picked up by a rescue shuttle and brought here. You're welcome, by the way. Don't start, Juno. You tricked us into thinking you were human. It was just a bit of vocal modulation. Hearing a friendly voice made you more inclined to cooperate. I had to deceive you, to get you to trust me. Makes perfect sense. Well, it worked. Juno ist also eine KI. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir können weitermachen. Aber bevor wir weitermachen, würde ich mal sagen, machen wir einen kleinen Aufnahmestopp und dann wird uns die gute Olivia hier weiterführen. Ich würde sagen, bis jetzt ist die Stimmung ziemlich gut, ziemlich genau das, was ich von Lone Echo 2 erwartet habe. Ich freue mich, ein Kullerkeks. Das An- und Ausmachen der Aufnahme wird immer ein bisschen gruselig, da muss ich ein paar Schritte zur Seite machen, dann wackelt alles hier, deswegen Entschuldigung dafür. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Fleck.